Als wir dieses Grundstück im Alentejo kauften, fanden wir ein Wasserretentionsbecken vor, was praktisch tot war. Dann haben wir aber gesehen, dass der See dadurch entweder einen sehr hohen Damm gibt oder halt, und vor allen Dingen der See also viel breiter als lang wird. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, lass uns 1 Meter runtergehen und mit dem Damm ein Stück weiter hier an den Herdsee ran. Dann kriegt er so eine amöbige Form trotzdem in die Täler rein. Das werden wir auch noch ein bisschen ausbaggern. Diese Formung in die Täler rein, das werden wir betonen. Unsere Idee war, durch einige Eingriffe dieses rechteckige Staubecken in ein natürliches Biotop, in einen lebendigen, funktionierenden See umzuwandeln. Das Problem, was man in dieser Region hat, ist, dass im Winter starke Regenfälle sind und der Sommer heiß und trocken ist. Da das Land aber verdichtet ist durch Übergrasung und Fehlwirtschaft, läuft das Wasser ziemlich schnell ab durch die Bäche und Flüsse ins Meer und ist für das eigentliche Land verschwunden. Unser Wunsch war es, eine Wasserretentionslandschaft zu schaffen, bei der das Wasser auf dem Land bleibt und für den Sommer bewahrt bleibt. Durch die Schaffung von Wasserretentionsräumen kann man das Mikroklima ändern und das Land wieder fruchtbar machen und damit einer zunehmenden Verwüstung entgegenwirken. Ziel ist, durch die Schaffung von natürlichen Dämmen Seen zu kreieren. Also es werden keine Abdichtungen, Beton oder Ähnliches eingebracht, sondern nur mit den Materialien, die man vor Ort findet, werden dichte Dämme gebaut, hinter denen sich das Regenwasser aufstaut.
Hier wird nun der Damm richtig aufgebaut. Das Material wird aus den Tiefzonen des Sees herausgebaggert und für den Dammaufbau benutzt. Hier wird nun der Damm des bereits bestehenden rechteckigen Wasserbeckens neu aufgebaut, da er nicht ordnungsgemäß abgedichtet war. Das heißt, es wird auch hier der Kern ausgehoben, um nachher mit Lehm wieder verdichtet zu werden. Hier sieht man jetzt die endgültige Form des ehemals rechteckigen Wasserretentionsbeckens und der Damm des Obersees ist auch kurz vor der Fertigstellung. Die nächste Aufgabe wird sein, den Humus, den wir aus dem Tal hochgefahren haben, um die Seen rum auszubringen, um später bepflanzt werden zu können. Wir machen hier einen kleinen Sprung von 2 bis 3 Monaten. Der erste Regen hat eingesetzt und alles wird grün. Wir nutzen diese Zeit, um die Seen rum 1200 Obst- und Nutzbäume zu pflanzen und das Land wieder aufzuforsten.